Herzlich willkommen alle VR-Hitzespieler, Schweiß in der Brille-Sammler und Freunde der VR. Ich bin Sushiro und heute machen wir ein kleines Unboxing. Vor kurzem habe ich mir dank der sommerlichen Temperaturen das Bobo VR S3 Pro Headstrap bestellt. Grund dafür war die Kühlung. Denn eigentlich kam ich mit dem M3 vom Bobo VR und 4 Akkus immer sehr gut aus und der Vorteil war, ich konnte die Akkus sowohl für die Quest 3 als auch für die Pico 4 benutzen. Aber genug davon, kommen wir nun zum Unboxing. So, wir sind jetzt also beim Unboxing. Wir sehen auf dem Tisch schon hingelegt das S3 Pro und daneben noch meine Quest 3 mit dem M3 Pro. Hinten mit dem Akku dran. Und ich habe das dazugelegt, einfach damit wir so ein bisschen Vergleich haben. Was sind dann die Unterschiede? Deswegen legen wir das erstmal wieder ein bisschen zur Seite und gucken uns das Gerät mal an. Also von den Hard Facts ist es so, der alte Akku, den wir hier gerade noch mal gucken können, das ist dieser welche, der hatte 5800 Ampere-Stunden und hat eigentlich auch ganz gut gereicht. Wie gesagt, ich hatte 4 Stück davon, konnte also wechseln mit Ladestation und das war schon immer ganz gut. Hier haben wir, wie wir auf dem Bild sehen, ja diese Kühlung drin und das hatte mich halt besonders interessiert. Der neue Akku ist wesentlich stärker bei der hat 10.000 mAh. Und über 20 Watt Schnellladefunktion soll der dann auch bei ungefähr einer Stunde um 80% geladen sein, wenn er voll entladen war. Ja, machen wir das Ganze noch mal auf und gucken, was uns erwartet. Okay, also was sehen wir hier? Wir haben hier im Deckel noch mal so eine Schnellanleitung. Dann gibt es hier ein Komplett-Instruction, also Anleitung in 1000 unterschiedliche Sprachen, darunter auch Deutsch. Wie ist sie aufgebaut? Das ist gemischt. Hier sehen wir die einzelnen Teile, die dabei sind. Also wir haben das Headstrap, wir haben einen Akku ist mit dabei, ein Ladekabel für den Akku und dann, das kennen wir auch noch von dem M3, gibt es auch. Für hinten kann man dann so eine Waben, wie soll ich sagen, Fläche reinlegen, wenn man das Leder nicht mag, was es hier normalerweise ja drin ist. Ist aber mehr für Leute mit extrem wenig Haar. Dann kriegen wir hier nochmal erklärt, wie wir alles justieren können, wie wir den Akku gucken. Okay, legen wir das mal erstmal zur Seite und kommen wir zum Hauptteil. Da ist es. Ja, schön kompakt auf jeden Fall. Okay. Hinten habe ich wieder meine Justierung, wie vorher auch. So rum kommt es. Da kommt dann der Akku drauf. Ist ja ähnlich wie bei dem alten. Ich habe hier die Unterstützung für oben auf dem Kopf. Hier haben wir jetzt den Ventilator drin. Das Ganze sieht sehr gut verarbeitet aus. Hier ist die Schale. Hier hinten ist dann das, was wir tauschen können gegen das Wabending, was hier auch irgendwo sein muss. Ja, da haben wir es schon. Das Wabending. Ich hole es mal gerade raus, damit ihr es mal gesehen habt. Also wer das dann lieber haben will für besseren Sitz, das sind hier so Waben. Aber für Leute, die Haare haben, ist es eher, dass es dann zieht und zirpt. Was haben wir noch? Dann haben wir hier noch so eine Fixierung. Die ist dann wahrscheinlich hier fürs Kabel. Gucken wir mal. So, ja. Ja, also zum Fixieren. Und dann haben wir noch ein kleines Kästchen drin. Das war's schon, das Ganze. In dem Kästchen wird dann wahrscheinlich der Akku drin sein und das Ladekabel. Ja, Ladekabel ganz normal USB-C. Nichts Besonderes. Da dann nochmal eine kleine Anleitung für den Akku. Und hier unten drunter ist dann der Akku. Schauen wir doch mal, dass er rauskommt. Da ist er. So, was fällt als erstes auf? Also, wenn wir jetzt den alten nochmal zum Vergleich nehmen, er ist größer. Ein bisschen schmäler, nicht so stark gewölbt wie der alte. Wir haben mehr Kontakte. Nein, wir haben gleich viel Kontakte, aber der Abstand ist ein bisschen größer und sie sind ein bisschen größer. Hier haben wir die beiden Magnetensachen, die waren beim alten auch. Ich kann jetzt hier nicht, doch da, ich wollte gerade sagen, hier sehe ich den Ladestand, kann man den im Video erkennen.
Ja, kann man. Und beim alten war ja da der Knopf, wo man dann da drauf drücken konnte, um den Ladestand vom Akku zu wissen. Ja. Sieht wertig aus, fühlt sich gut an. Dann mal zur Seite damit. Ja, also die Besonderheit ist halt, wie gesagt, hier der Ventilator, der hier vorne ist. Dafür haben wir dann hier an der Seite das Rädchen, wo wir das einstellen können. Hier haben wir noch so einen Aufkleber drauf. Display. Das Display zeigt dann den Ladestand an und wie stark man über die Stufenverstellung den Ventilator ansteuert. So soll es sein. Und dann gucken wir mal, ob wir das Ganze angebaut bekommen. Also das alte müssen wir jetzt abnehmen. Dafür legen wir das mal zur Seite. Das geht relativ einfach, weil es ja nur so aufgeschoben ist. Das heißt, ich ziehe es jetzt von beiden Seiten vorsichtig runter. Da haben wir es schon ab. Da jetzt auch, also das alte ist damit ab. Und dann können wir jetzt das neue dran setzen. Was damals beim alten schon ein bisschen problematisch war, das dann passend zu kriegen ist, ich habe hier von AMVA das Facecover drauf, was ich extrem bequem finde, hatte ich aber auch schon mal in einem anderen Unboxing-Video gezeigt. Und wir sehen, da, das ist erstmal im Weg. Jetzt können wir hier diese Justierung verstellen, dass wir da besser dran vorbeikommen. So. Sieht ja schon ganz gut aus. Da ein bisschen drauf. Das sitzt auch nachher bombig fest, da braucht keine Angst haben, dass das irgendwie runterrutscht. Kriegen wir das hier einigermaßen synchron hin. Ja. So, da kommt dann der Anschluss rein. Und so sieht das Ganze dann aus. So, was natürlich garantiert sein wird, das wird sich aber erst im Laufe der Zeit mit den Tests herausstellen. Die Lüftung erfolgt ja hier unten her, weil hier sehen wir, wenn ich das jetzt mal nach oben biege, sehen wir ja, haben wir unsere Auflage für die obere Stirn und die Luft wird dann hier unten her zirkulieren und da ist jetzt das Facecover im Weg. Also ob das dann wirklich so effizient ist mit diesem Facecover, das wird sich dann erst im Test zeigen. Ansonsten sieht das Ganze ganz gut aus. Wir setzen mal den Akku auf und gucken mal, ob der Ventilator klappt. Okay, er hat den Akku erkannt. Wir sehen hier, oh, das kann man ein bisschen schlecht in der Aufnahme sehen, aber live ist es eigentlich ganz deutlich. 100% hat der Akku jetzt gerade. Ich kann einmal drauf drücken, dann geht der Lüfter an. Ich weiß nicht, ob man hört, der läuft jetzt bei 50%, 49%, also ich kann ihn tatsächlich ganz leicht einstellen, stufenweise über das Rädchen. Kann ihn nochmal hochdrehen auf 100. Dann wird er auf jeden Fall hörbar. Ich denke man, aber wenn man spielt und einen Spielesound anhat, dann kriegt man davon, glaube ich, nichts mehr mit. Aber auch das wird sich dann in Tests erstmal zeigen. Ja, das war das Unboxing. Wir sind schon durch. Also vielen Dank fürs Schauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Däumchen oder ein Abo. Alles klar, in diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.